Herr Müller, es gibt viele Leute mit einer diagnostizierten Hüftarthrose, die dann schlussendlich operieren müssen. Können Sie vielleicht mal kurz im Allgemeinen erklären, was Arthrose ist? Arthrose ist ein Angstbegriff von der Medizin, um Patienten zu fangen und sie zu überzeugen, dass sie operieren müssen. Also Sie behaupten, Arthrose gibt es nicht? Es gibt Arthrose, aber es gibt keinen Zusammenhang zwischen Arthrose und Schmerz. Es gibt Patienten, die hochgradige Arthrose haben und keinen Schmerz und umgekehrt. Der Operateur, der Arzt, der Gott in Weiss, nimmt einfach das Wort Arthrose und macht dem Patienten Angst. Und sein Ziel ist ganz klar, ihn zu operieren. Weil es Geld gibt, weil es Umsatz gibt. Aber können Sie mir erklären, wieso dass die einen Schmerzen haben und die anderen keine Schmerzen haben, weil es immer die Arthrose ist? Oder der Arzt sagt, es ist die Arthrose? Es hat nichts zu tun mit der Arthrose. Es hat schon zu tun mit Überlastung und Fehlbelastungen vom Gelenk. Aber die kommen aus dem Alltag raus, weil man halt auf den harten Böden läuft, vom viel zu vielen Sitzen, von monotonen Bewegungen, die das Gelenk überlastet und wo dann dazu führt, dass die Faszien verkleben. Und die Verklebungen der Faszien sind der Auslöser des Schmerzes und nicht die Abnutzung im Gelenk. Also der Schmerz ist nicht im Gelenk selber, im Knorpel, sondern ist in den Faszien. Er ist teilweise im Knorpel auch, aber nicht wegen der Abnutzung. Im Knochen ist nicht, dort wo der Arzt sagt, nach Knochen auf Knochen, dort ist kein Schmerz. Es sind Überlastungen vom Gelenk, die verursacht werden, dass Faszien in der Nähe der Gelenk verklebt sind und Beweglichkeit vom Gelenk verhindert und dazu führen, dass es Schmerzen gibt. Aber die Arthrose an sich muss nicht schmerzen. In den Fällen, wo Arthrose diagnostiziert wird, wird oft das Hüftgelenk eingefügt. Ist das eine Möglichkeit, weil die Leute berichten ja auch davon, dass sie dann schmerzfrei sind nach so einer Operation? Ich warne jeden Patienten vor einer orthopädischen Operation, insbesondere einer Hüftoperation. Es ist richtig, es gibt einige, Mehrheit sogar, die sagen, es sei jetzt besser. Aber das ist erstens nur vorübergehend besser, vielleicht 1-2 Jahre. Es gibt eine Studie, die auch beweist, dass wenn man nur ein Schnittchen macht und so tut, wenn man operiert hat, mit allem Klimbim drum und dran, aber auch nach 2 Jahren sind die eben besser. Nur weil man eine Narkose gemacht hat. Oder vielleicht ein paar andere Faktoren, weil man Placebo-Effekt, weil man einfach glaubt, man hätte jetzt operiert. Aber die operiert haben, längerfristig, die sind körpergeschädigt. Da bin ich überzeugt. Es ist nur eine Frage, bis nachher die nächste Hüfte kommt oder ein anderes Knie. Es ist in meinen Augen eine klare Körperschädigung, die sinnlos ist und die nichts bringt. Was würden Sie denn raten? Was gibt es für Möglichkeiten außer dieser Operation? Es gibt übrigens auch keine Studie, die beweisen, dass eine OP etwas nützt. Andere Möglichkeiten sind, Belastungen von diesen Gelenken im Alltag zu verändern. Nicht mehr so viel sitzen, zum Beispiel auf elastisch federndem Boden sich zu bewegen. Oder in einem Kibun-Schuh, in einem elastisch federnden Kibun-Schuh zu laufen. Das sind Möglichkeiten, die am besten kombiniert werden noch mit Lösen von der Faszienverklebungen beim Physiotherapeut, regelmäßige Dehnungen. Das hilft in den allermeisten Fällen. Aber Sie müssen auch mir nicht glauben. Glauben Sie auch mir nicht. Glauben Sie auch dem Arzt nicht. Probieren Sie selber aus. Informieren Sie sich informieren im Internet. Fragen Sie nach einer Zweitmeinung bei jemandem, der nicht operiert. Oder eben probieren Sie es bei Kibun. Sie können es 1-2 Tage kostenlos probieren oder auch für 30 Franken 2 Wochen. Und dann sehen Sie, ob es nützt oder nicht. Super. Vielen Dank, Herr Müller, für das interessante Interview.